Hallo zusammen, liebe Stickfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Heute wird es ein Unboxing geben und zwar hat mich wieder ein Paket erreicht von der Firma One-to-One Stitch. Das ist ein ziemlich neuer Shop und die versenden immer ihre Produkte in diesen grünen Kartons. Es handelt sich dabei um eine Kooperation, das heißt, ich durfte mir wieder Produkte aussuchen und musste nur die Versandkosten bezahlen. Dieses Mal habe ich mir 2 Produkte ausgesucht. Ein Produkt ist für mich gedacht, also das möchte ich auf jeden Fall sticken. Und das zweite Produkt habe ich für euch ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das könnte euch vielleicht gefallen. Dieses Produkt werde ich dann im Rahmen einer Verlosung an euch weitergeben. Wann die Verlosung stattfindet, weiß ich noch nicht so genau, denn das ist natürlich abhängig von einem Anlass, wie zum Beispiel könnte es die 500 Abonnenten-Verlosung sein. Aber da weiß ich natürlich noch nicht, wann das sein wird. Ja, dann starten wir durch und öffnen das Paket, beziehungsweise ich habe es ja schon geöffnet und habe mal ein bisschen reingesehen. Und natürlich hat auch One-to-One Stitch wieder ein paar Goodies dazugegeben. Also ich nehme mal alles raus. Karton ist leer, wie ihr sehen könnt. Und ja, alles eingepackt in einer Zip-Tüte, also wieder verschließbar. Ich habe schon gesehen, es sind jetzt 3 Stickkits dabei, das heißt natürlich wieder ein Goodie. Und dann haben wir hier das Zubehörsäckchen und natürlich noch ein paar Infos zu der ägyptischen Baumwolle bzw. zu Painting Fairy Cross Stitch. Denn der Shop One-to-One Stitch lässt auch seine Bilder bei Painting Fairy Cross Stitch produzieren. Ja, ich gebe das zur Seite und ich nehme dann eines nach dem anderen. So, heraus. Wir fangen an mit den üblichen Flyers, die dabei sind. Ihr seht schon hier Painting Fairy Cross Stitch. Ja, es werden 482 Farben verwendet von den ägyptischen Baumwollgarn. Hier noch eine Anleitung zu den verschiedenen Stichen, also die Symbole dazu. Auf der Rückseite einmal in Chinesisch und daneben noch die Anleitung, wie man das Stickstück danach auswäscht. Dann haben wir ja noch den Flyer zu der Firma Painting Fairy Cross Stitch dabei, wie die Produktion abläuft und auch noch ein paar Infos zu dem ägyptischen Baumwollgarn von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, das möchte ich jetzt nicht alles ganz genau durchgehen. Ihr kennt das ja von all den anderen Unboxings. Dann ist auch noch wieder eine Garnprobe dabei. Da habe ich ja auch schon einiges an Garn. Entschuldigt, es knistert natürlich wieder. Und ja, wir haben diesmal die Farbe 987, also dieses Grün von, hier kann man es gut lesen, von Painting Fairy Cross Stitch. Also vielen Dank für diese Garnprobe. Danach widmen wir uns dem Zubehörsäckchen, diesmal in diesem Organza-Stoff, also ganz weihnachtlich. Nicht in diesen Jute-Säckchen, sondern eben in diesen weihnachtlichen Organza-Säckchen. Das kann man ja auch wieder verwenden, auch für andere Verpackung. Also das ist wirklich toll. Ein
wirklich tolles Organza-Säckchen. Mit dem Mond und den Sternen. Gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Säckchen. Ja, was haben wir als Zubehör? Diesmal in weiß. Bis jetzt hatte ich sie immer in rosa bekommen. Es sind diese Flossbobbins zum Backen der Fäden gedacht. 3 Stück, alle in derselben Größe. Oh, Entschuldigung. Also 3 mal Flossbobbins. Dann haben wir auch wieder die Silikonfingerhüte und zwar in der Größe 3. Es ist hier aufgedruckt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann in der Kamera. Auch da 3 mal Silikonfingerhüte. Dann eine tolle Schere. Also die habe ich bereits in Verwendung und ich kann euch versprechen, sie schneidet ganz, ganz toll. Und man kann ganz knapp am Stoff abschneiden, da sie sehr spitz ist. Also sehr empfehlenswert, diese Schere. Und dann natürlich, man braucht das auch dazu, es sind die Nadeln, 20 Stück Nadeln in der Größe 28. Also auch das Übliche, was bei jedem Paket dabei ist. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Stickkit, das dabei war, und das ist ein Goodie. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was das ist. Und zwar sind es die Christmas Cats, also Christmas Stacked Cat. Ich glaube, ich habe das jetzt zum 3. oder 4. Mal schon dabei. Daher wird auch dieses Produkt in die Verlosung gehen, denn mehr als einmal werde ich es natürlich nicht sticken. Ja, es ist 71 Stiche groß und 90 Stiche hoch. Ich habe es auf 14 Count erhalten und es ist ein Vordruckbild in dieser Tasche mit Druckverschlussknopf, also wieder verschließbar. Aber schauen wir uns das trotzdem kurz gemeinsam an, denn wie gesagt, ich möchte das ja dann an euch weitergeben. Also die Katzen sind ja wirklich, wirklich niedlich, und zwar sind da 9 Katzen abgebildet, so in Form eines Weihnachtsbaumes. Ja, wie gesagt, ich habe es auf 14 Count erhalten. Da haben wir dann auch schon die Papieranleitung. Und zwar haben wir hier 7 Farben. Nein, es sind eigentlich nur, ja doch, 7 Farben. Entschuldigung, denn die 310 ist zweimal gelistet. Nämlich aus dem Grund, weil der Backstage einmal mit 2 Fäden gemacht wird und einmal mit einem Faden. Dann gibt es auch einen French Knot, der wird mit 2 Fäden gemacht. Es gibt natürlich das volle Kreuz, das X, dann das halbe Kreuz, also hier sind wir es mit 1,5. Und dann gibt es noch Viertelkreuze mit 1/4 gekennzeichnet. Davon gibt es 5 verschiedene Farben mit Viertelstichen. Ja, und hier ist dann, ich zeige euch nur einen kleinen Ausschnitt. Hier ist die Papieranleitung groß gedruckt auf einem A4-Zettel. Ja, dann schauen wir uns den Stoff an. Und der Stoff ist natürlich wieder sehr steif, sehr hart. Hier oben mit der Aufdruck One-to-One-Stitch. Und ja, 71 Stiche breit, 90 Stiche hoch, auf 14 Count habe ich es erhalten. Die Symbole sind deutlich, deutlich lesbar. Also es wird auf jeden Fall sehr einfach zu sticken sein. Man sieht, es ist sehr viel
von diesem blauen schrägen Strich zu sticken, und das ist eine weiße Farbe. Auch da werden wir uns gleich das Garn ansehen. Und zwar, ihr seht schon das Garn, die Nummer 3865. Also wie gesagt, es sind 7 Farben. Von den anderen Farben sehr wenig. Also wir haben hier ein bisschen dieses Rot, 350. Und ja, wie gesagt, eine Menge an Weiß. Und dies ist die Farbe 365. Ich habe ja in einem anderen Video bereits gesagt, dass ich überlege, ob ich überhaupt das Weiß sticken soll und nur die Backstitches setze. Aber von einigen YouTube-Kolleginnen ist mir doch davon abgeraten worden, denn ja, es würde auf jeden Fall besser aussehen, wenn man auch das Weiß stickt. Aber wie gesagt, das bleibt euch natürlich dann selbst überlassen, wie ihr das möchtet, ob ihr das sticken möchtet. Aber dieses Produkt geht auf jeden Fall in eine Verlosung an euch weiter. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, weiß ich noch nicht, wann diese Verlosung stattfindet. Wenn es einen dementsprechenden Anlass gibt, dann wird es an euch weitergehen. Wenn ihr trotzdem Interesse habt, dass ihr Produkte bestellt bei One-to-One Stitch, dann seht ihr ja auf der rechten Seite meinen Rabattcode eingeblendet. Der lautet Kreuz Dame und damit erhält ihr 5%. Also Kreuz Dame, alle Buchstaben groß geschrieben, und da könnt ihr 5% sparen bei eurer Bestellung. Ich bekomme dafür auch eine kleine Provision, wenn ihr dort bestellt, und ich kann euch dann auch wieder Produkte vorstellen, denn mit dieser Provision möchte ich mir wieder neue Produkte kaufen. Aber machen wir jetzt weiter. Jetzt als nächstes zeige ich euch das Produkt, das ich mir für mich ausgesucht habe und das ich auf jeden Fall sticken möchte. Und es ist das English House and Garden. Also ein wirklich schönes, ja, englisches Haus, so ein Cottage. Und was auch typisch ist bei One-to-One Stitch, die Produkte stammen immer von einem Designer, und in diesem Fall heißt der Designer Banani Stitchery. Ihr kennt vielleicht Banani Stitchery, das ist die Designerin Anna Banani, oder ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, und die verkauft ihre Designs auch auf Etsy. Also da gibt es ja die Katzen und Hunde von Banani Stitchery. Also dürfte euch vielleicht bekannt sein, diese Designerin. Ja, das Produkt 184 Stiche breit und 168 Stiche hoch. Ich habe es mir ausgesucht auf 18 Count. Also, dass es einfach nicht zu groß wird, habe ich diese Countzahl gewählt. Aber schauen wir uns das mal ohne der Folie an. So, und ich komme noch mal näher. Also, das ist wirklich ein wunderschönes englisches Cottage. Ja, mit den Blumen, mit dem Weg, dahinter die Bäume im Hintergrund. Ja, das möchte ich auf jeden Fall sticken. Ja, dann sind wir auch schon bei der Papieranleitung, und oh, ja, es hat eine Menge an Farben, und zwar sehe ich jetzt 53 Farben. Ja, es sind keine Mischfarben dabei, das ist ja auch nicht schlecht. Aber wir haben volles Kreuz natürlich, halbes Kreuz, und wir haben auch Backstitches.
Und ich sehe hier schon, Backstitches werden mit einem Faden gemacht. Und ja, 53 Farben, also es werden ein bisschen weniger sein, denn man sieht ja hier, sind die Farben doppelt gelistet. Aber wir sehen das auf der Garnkarte dann, wie viele Farben es tatsächlich sind. Hier noch die Papieranleitung dazu. Man sieht, hier werden auch dann die Backstitches anschließend gemacht, aber es sieht nicht so dramatisch aus, also es sind nicht so viele Backstitches zu machen. Also das war mal die Papieranleitung. Ich lasse es hier auf der Seite liegen, eingeblendet. Ja, den Stoff. Da kann ich euch nicht viel dazu sagen, denn ich habe mir einen Blankostoff ausgesucht. Ja, es ist diesmal gezählter Kreuzstich. Ja, ich wollte es so, dachte mir, ich mache wieder gezählten Kreuzstich. Ja, mit der Papieranleitung ist es nicht so einfach wie am Pattern Keeper. Aber ja, zwischendurch macht das auch Spaß. Also da gibt es nicht viel zu sehen. Der Stoff ist umsäumt, wie man erkennen kann, damit nichts ausfranst. Ansonsten ist er auch eher steif. Ja, 18 Count Aida habe ich mir ausgesucht. Ja, dann kommen wir gleich zu den Farben. Also hier haben wir wieder die Garnkarten und zwar aus Kunststoff, also Plastikgarnkarten. Kennen wir auch von Painting Fairy Cross Stitch, hier mit dem Aufdruck One-to-One Stitch. Ja, und wir haben tatsächlich an Farben einmal die 30 und 2, 4, 6, 8, 9 Farben auf der zweiten Garnkarte. Das heißt, 39 Farben sind es tatsächlich. Also dieses Gelbgrün ist ja wunderschön. Es ist die Farbe 11. Also das sind ja die 9 DMC-Nummern. 11, 23 und 25 sind ja die 9 DMC-Nummern. Ja, verschiedene Grüntöne und Brauntöne. Braun wird man für das Dach brauchen, wie man hier erkennen kann. Und auch ein bisschen Weißtöne und so, ja, rotbraun. Beige-Töne. Ja, dann haben wir hier auch kräftiges Orange auf dieser Seite, ein ganz dunkles Grün, ja, und auch noch verschiedene Grüntöne. Also wunderschöne Farben. Da freue ich mich auf jeden Fall, dieses Projekt zu sticken, denn das Motiv ist ja wirklich, wirklich wunderschön. Das English House and Garden von der Designerin Banani Stitchery. Also, wann ich es anfange, weiß ich noch nicht. Ihr wisst ja, ich habe eine Menge Whips zu sticken noch, also viele angefangene Projekte. Also wann ich da einen neuen Stich mache, ist jetzt noch nicht absehbar. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es das Kit, das ich für euch ausgesucht habe. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und hier ist es. Auch von der Designerin Banani Stitchery. Und es ist ein Beanie-Bouquet. Also hier ein Blumenstrauß in der Vase. Ja, wie gesagt, von Banani Stitchery in der Größe 216 Stiche breit und 198 Stiche hoch. Ich habe es ausgesucht für 16 Count und zwar diesmal als Vordruck. Also ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns das wieder ohne Hülle an. Man kann es jetzt besser erkennen.
Also es sind doch eher dezentere Farben, also nicht so kräftige Farben, aber es sieht wirklich, wirklich schön aus. Und in dieser Größe, glaube ich, ist es durchaus machbar. Das Beanie Bouquet. Ja, dann haben wir hier tatsächlich 62 verschiedene Stiche, würde ich eher sagen, denn es sind ja nicht nur die Farben, die sind ja teilweise doppelt gelistet. Wir sehen uns das dann wieder auf den Garnkarten an. Und auch hier haben wir volles Kreuz natürlich, eine Menge an halben Kreuzen und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Backstitches. Und die werden jeweils mit einem Faden gemacht. Ja, dann schauen wir ganz kurz auf die Papieranleitung. Und ihr seht schon, es hat nicht so viele Backstitches. Die Papieranleitung natürlich wieder ganz toll lesbar. Und ich denke, das ist durchaus machbar, da es wirklich nicht viele Backstitches hat. Also hier, man sieht es am Rand der Vase, am unteren Rand sind einige Backstitches zu machen und ja, im Bereich der Blüten. Aber wie gesagt, ich denke, dass das durchaus machbar ist. Ja, die Beanies. Dann kommen wir zum Stoff und da habe ich ja schon gesagt, es ist ein Vordruck und das sieht so aus. Also der passt tatsächlich auch in die Kamera. Wie gesagt, es ist diesmal 16 Count mit der Breite 216 Stiche und der Höhe 198 Stiche. Es ist der Vordruck, ihr seht hier One-to-One-Stitch, aber der Druck stammt ja von Painting Fairy Cross Stitch und ihr seht, wenn ich näher komme, also der Druck ist einwandfrei zu lesen. So wie wir es kennen von Painting Fairy Cross Stitch und auch natürlich jetzt auch von One-to-One-Stitch. Also, sehr schöner Druck. Der Druck ist auch kräftig, also nicht mit so blassen Farben, sondern wirklich mit kräftigen Farben. Und ja, man kann das tatsächlich gut erkennen. Ich hoffe, es gefällt euch noch immer. Wie gesagt, es geht dann im Rahmen einer Verlosung an euch weiter. Und wir schauen uns dann noch zum Abschluss die Garne an und wir haben tatsächlich 41 Farben, also 30 auf der ersten Garnkarte und hier noch einmal, oh, Entschuldigung, das stimmt jetzt nicht, denn das sind ja 15, 16, das heißt 46 Farben. Also entschuldigt meinen Fehler. Also 46 Farben und wie ich euch schon gesagt habe, eher dezentere Farben, denn wir haben hier viele Grau- und Rosatöne. Hier zwar ein kräftiges Rot, aber da gibt es nur einen Strang. Dann auch hier haben wir diese auch grau, ein bisschen grün, rosa, Rottöne. Und hier auch sehr viel rosa, also so Altrosatöne. Dann haben wir auch wieder viel Weiß, also die 3865. Ein bisschen braun, ein dunkles Braun, ja. Also doch eher dezent gehalten, die Farben. Man kann das ja deutlich erkennen, dass es nicht so kräftig wird, also ein dezentes Bild. Ja, das war's dann auch schon. Ich zeige euch nochmal die Artikel. Also hier haben wir einmal das English House and Garden und einmal das Beanie Bouquet beide von Panani Stitchery. Und dann habe ich ja noch das erhalten.
The Christmas Stacked Cat, das war ein Goodie von One-to-One Stitch. Ja, das waren dann die 3 Produkte. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne nachshoppen. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Den Rabattcode habt ihr rechts oben eingeblendet. Und ich hoffe, dass es bald zu einer Verlosung kommen wird, wo ich dann das Bild an euch weitergeben kann. Dann möchte ich mich natürlich auch bei meinen Kooperationspartner bedanken, bei One-to-One Stitch und bei euch, liebe Zuschauer, dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video und ich freue mich auch, wenn ihr da dabei seid. Bis dann, tschüss.